Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Debüt. Wir werden euch heute von unserer Kungsleden-Erfahrung im vergangenen Jahr ein wenig was erzählen. Genau, der Kungsleden ist ein sehr bekannter Wanderweg im Norden von Schweden und wir als Wanderer haben uns bei unserer Skandinavien-Reise mit dem Camper natürlich nicht entgehen lassen, dort ein bisschen zu wandern. Für alle diejenigen, die vielleicht von euch einmal sagen, boah, ja, die Fotos haben uns gefallen, die Videos haben uns umgehauen, wir wollen das einmal machen, gibt es heute ein paar ausführlichere Informationen. Zuerst werden wir ein wenig über das Allgemeine reden, das heißt die Hard Facts, Daten und dergleichen, damit ihr euch ein wenig einstellen könnt auf, wie das Ganze so ausschaut. Dann werden wir ein bisschen Richtung, wie schaut der Weg aus, was für Landschaft gibt es, falls euch das noch nicht genug ist. Und ein wenig überleiten Richtung, Für wen wir es empfehlen würden und vor allem auch, was die Highlights waren, auf die man sich freuen kann. genau. Damit ihr dann nicht sagt, boah, ich bin schlecht vorbereitet, geben wir euch auch noch ein wenig einen Überblick zu, was wir so mitgenommen haben, vielleicht nicht daheim lassen sollte, was unbedingt wichtig ist. Und am Schluss möchten wir euch vielleicht noch ein paar Geheimtipps verraten, also bleibt dabei. Also zum Kungsleden allgemein einmal. Kungsleden bedeutet übersetzt Königsweg und da steigen die Erwartungen natürlich schon sehr stark an. Insgesamt führt dieser Weg vom Ort Hemaven im Süden bis nach Abisko im Norden. Auf 450 Kilometer durchquert man da einsame Täler und wunderschöne Landschaften. Wir haben jedoch nur einen kleinen Teil davon gemacht. Nämlich den meist begangenen Teil, den von Abisko im Norden nach Süden zum höchsten Berg Schwedens, dem Kebnekaise, und dann wieder in die Zivilisation nach Nikkaluokta. Das sind auch trotzdem 7 Tagesetappen mit insgesamt über 100 Kilometer. Ist insgesamt uns aber lieber gewesen, weil wir nicht schon einen Monat auf 450 Kilometer insgesamt unterwegs sind. Wir nicht. Wir empfehlen euch auch, dass man nicht unbedingt die ganze Strecke geht. Außer ihr habt Interesse daran, es gibt dann so viele Teilstrecken, die sehr wenig begangen sind insgesamt. Wir werden uns aber hauptsächlich auf unseren Teil natürlich jetzt beziehen. Insgesamt müssen wir auch noch dazu sagen, alle Sachen, was wir euch erzählen, sind rein subjektiver Natur. Das heißt, Wir übernehmen natürlich keine Verantwortung, wenn jemand von euch das jetzt macht, aufgrund unserer Empfehlung und irgendwie Probleme kriegt. Es hängt unter anderem sehr viel vom Wetter ab. Es kann je nach persönlicher Fitness zu Schwierigkeiten kommen. Deswegen nehmt es nicht alles für in Stein gemeißelt, was wir sagen. dann hopfen wir gleich mal zur Wegbeschaffenheit. Verschiedenste Arten von Wege findet man am Kungsleden. Der gesamte Weg ist auf den ganzen 450 Kilometern mit roten Steinmarkierungen oder dort, wo Bäume sind, Baummarkierungen versehen. Das heißt, ihr werdet euch nicht verlaufen. Streckenweise, da wo wir gegangen sind, ist sogar so, dass man den Weg generell nicht verfehlen kann. Er ist schon sehr breit und ausgetreten. Ja, wenn man nicht gerade über Stock und Stein geht, wie schaut es dann aus? Teilweise überquert man natürlich sumpfige Landschaften. Da gibt es dann kleine Holzbrücken, sodass man nicht komplett im Gatsch versinkt. Manchmal jedoch muss man auch kleine Flüsse durchqueren ohne Brücken. Das heißt, teilweise muss man sogar die Schuhe ausziehen. Etwas unangenehm, eine kleine Abkühlung für die Füße, aber meistens geht es, dass man einfach auf den Steinen dahin geht. Trotzdem, Erfahrung in dem Bereich und Wanderstöcke sind natürlich sehr zu empfehlen. Und für die größeren Flüsse gibt es große Brücken, die eigentlich in einwandfreiem Zustand sind, mit denen man dann über die großen Flüsse drüber kommt. Ja, landschaftlich, ihr habt es teilweise schon gesehen, von Birkenwäldern über Nadelbäume im südlicheren Teil des Kungsleden bis hin zur Gebirgslandschaft, karger Tundra, Gebirgspässe haben wir gehabt, Seenlandschaften haben wir gehabt. Und natürlich ganz viele Berge, wo je nach Jahreszeit entweder nur ein bisschen Schnee liegt oder wo das Schmelzwasser vom Schnee des Vorjahres in Form von riesigen Wasserfällen runterkommt. Zu unserer Zeit im August haben wir wahrscheinlich hunderte von kleinen Wasserfälle gesehen, kleine und große, und es war natürlich besonders schön. Tierwelt, man findet da die eine oder andere interessante Tierart am Weg, von Vögeln über Schneehühner. Wenn man ganz viel Glück hat, sieht man was, Laura. Ein Elch. Wir haben leider nicht ganz viel Glück gehabt, wir haben nur ziemlich viel Scheiße gesehen, aber ist auch nicht. Zweiter Teil. Camping. Der bekanntere Teil vom Kungsleden, den auch wir gegangen sind, ist von mehreren Hütten übersät. Das heißt, je nach Tagesetappen kann man in 6 bis 7 verschiedenen Hütten nächtigen. Natürlich kostet es
was, ist sogar nicht einmal allzu billig, aber man hat dort zumindest ein Bett vor sich, man hat auch ganz einfache Waschmöglichkeiten und Plumpsklos. Wenn man das nicht machen möchte, sondern sozusagen die harte Tour, so wie es wir gemacht haben, dann schleppt man einen großen Rucksack mit sich herum mit Zelt, Isomatte und Schlafsack. Das eine hat Vorteile und Nachteile und das andere ebenso. Um es kurz durchgängen, wer die Zeltvariante wählt, für die wir natürlich sind, hat einerseits die Natur rund um sich, kann abseits irgendwo zelten, kann auch die Etappen frei für sich einteilen und spart natürlich obendrein Geld, weil es Zelten, wenn man nicht direkt neben der Hütte zeltet, dann ist das Ganze kostenlos. Wer sagt, ich brauche ein bisschen mehr Komfort auf der anderen Seite, der ist eher mit der Hütte dann besser bedient, weil man logischerweise weniger Gepäck mit sich schleppt. Ich habe gesagt, 20 Kilo Rucksack ist doch schon sehr viel und er hat natürlich auch die Möglichkeit für ein bisschen an Komfort in den Hütten, gerade bei Schlechtwetter. Außerdem kann man in den Hütten auch Basislebensmittel kaufen. In der größeren Hütte bei der Kebnekaise Bergstation gibt es sogar eine Bäckerei, wo man sich frisches Brot holen kann, wo man nach ein paar Tagen Wandern natürlich dann schon sehr sehnlich darauf wartet. Wir haben es so gemacht, dass wir alles zum Essen mitgenommen haben für die ganzen 7 Tage. Natürlich in dem Fall muss man ganz genau berechnen, wie viel man wirklich braucht, damit man eben nicht verhungert. So wie wir. Okay. Stichwort Hütten, ganz wichtige Information, wer wirklich vorhat von euch den gesamten Kungsleden zu gehen. Die Streckenabschnitte zwischen Quickjok und Ammernes sind mit ganz wenigen Hütten, wie du sagst, übersät. Das ist nicht das Richtige. Da sollte man definitiv das Zelt verwenden, einfach zur Sicherheit, weil die Distanzen sehr groß werden können. Zum Thema Vorreservierungen, gerade in der Hauptsaison, auch immer ganz wichtig, das macht man am besten bald genug und über die Website der STF, der schwedischen Tourismusbehörde. Da sind die meisten Hütten Teil dieser Behörde, darum geht das ganz gut. In unserem Fall waren wir extrem froh darüber, dass wir keine einzige Hütte besucht haben, sondern alles mit dem Zelt gemacht haben, da wir den großen Vorteil gehabt haben, die Etappen uns selbst einteilen zu können. Wir haben ursprünglich geplant, den Kungsleden in 7 Tagen zu gehen, haben jedoch dann schnell gemerkt, dass die vorgefertigten Etappen von Hütte zu Hütte für uns teilweise zu kurz waren, dass wir halt teilweise dann schon mittags bei der nächsten Hütte waren und somit beschlossen haben, einfach weiterzugehen und irgendwo zwischen den Hütten dann zu zelten, sodass wir im Endeffekt in 6 Tagen den Weg gegangen sind. Geht natürlich nicht, wenn man auf die Hütten angewiesen ist. Abschließend nur zu dem Thema Outdoor-Wissen sollte dementsprechend vorhanden sein. Wer zeltet, man ist in der Wildnis und sollte dementsprechend auch wissen, was man macht bei schlechtem Wetter, was man macht bei Verletzungen, was man macht, wenn man Tieren begegnet.